Ich habe hier noch so ein schönes Mitbringsel von zu Hause. Ja, da waren die Orangen drin und das fühlt sich so gut an, hat eine tolle Farbe und das will ich hier heute mal ausprobieren und auf die Leinwand bringen. Mal gucken, wie sich das hier so ziehen lässt, weil je nachdem, wie die Rauten sich ja jetzt bewegen, danach sieht es ja irgendwie dann optisch unterschiedlich aus. Haftet schon von alleine hier, brauche ich gar nichts mehr machen. Ja, tschüss. Nee, also kleben wir die erstmal auf die Leinwand. Ich habe mir hier einen Kleber rausgesucht und bringe den erstmal auf die Leinwand drauf. Und ja, das mache erstmal. Und der Kuchenheber eignet sich einfach gut, aber du kannst auch einfach einen Spachtel nehmen, was du halt da hast. So, dann klebe ich das jetzt nochmal. Es wird bestimmt eine klebrige Angelegenheit hier. Also erstmal drüber legen und jetzt ziehe ich mir das hier so drauf und drücke das dann halt so ein bisschen an und hoffe einfach, dass das dann immer noch hält, wenn ich die Farbe daher drauf gebe. Also jetzt kann ich hier schon das so ziehen, wie ich will. Ich will so ein paar, ja eigentlich so eine freie Form haben. Also das Netz soll hier einfach so frei drauf liegen. Das sieht doch hier schon ganz gut aus. Also es macht sich vor allem auch das Orange. Aber ich werde das ja bemalen. Also keine Ahnung, was ich nachher von dem Orange noch wieder sehen werde. Auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen randrücken. So dürfte jetzt alles kleben hier. Es klebt auf jeden Fall an meinen Fingern. Aber es sieht gut aus. Also es hat was. Ja, ich habe mir viele Farben hier hingestellt und ich fange jetzt einfach mal mit einem hellen Farbton an. Lassen wir den hier mal so ein bisschen rüberlaufen, gucken. Ich gucke jetzt einfach mal, wie der sich hier so absetzt oder auch nicht. Und lass das mal so laufen. Einfach erstmal testen, wie das hier überhaupt geht mit dem Netz. Ja, es läuft so über die Netzstruktur rüber. Jetzt nehme ich hier mal ein Blau und gieße das hier mal rauf. Ist jetzt nicht zu flüssig die Farbe, also aber sie läuft trotzdem etwas und läuft auch einfach quer rüber. Jetzt ein bisschen mit der Textur mit, aber ja, frei fließend. Einmal quer rüber. Ja, da war hier noch nicht richtig sauber und ich will das Blau natürlich erstmal sichtbar haben. Also muss ich den immer ordentlich sauber machen. Manchmal vergesse ich das dann auch. Also jetzt gucke ich erstmal, wie die Farbe sich hier weiter verhält. Wie die Mischungen daraus werden, weil es ja doch nicht so deckend ist, das Blau. Also die Textur kann verschwinden, aber ich kann sie auch wieder ein bisschen rausnehmen. Also je nachdem, wie ich das Werkzeug eben nutze. Aber ich nehme jetzt erstmal einen Pinsel und male das hier mal blau. Mit dem Pinsel, dann bin ich etwas schneller und ich will jetzt auch ein bisschen Fläche machen hier. Da ist gar nicht so viel Farbe drin. Jetzt will ich hier noch ein bisschen Meeresgrund raufbringen, also einen erdigen Ton dazugeben. Und so kann ich auch schön das Muster des Netzes betonen oder eben verschwinden lassen. Also das ist eben genau das Spannende. Hole ich es heraus, also mache ich es noch sichtbar oder verdecke ich es?
die Mischung, die macht das. Also die werde ich hier oben auch nochmal verändern und einfach die Farben miteinander vermischen. Ja, aber es ist mir noch zu starr. Ich finde, es darf mehr laufen hier. Also einfach nochmal mit ein bisschen Wasser nachsprühen. Ich will, dass es doch mehr darüber läuft und doch mehr verdeckt wird. So ein bisschen hin und her hier an dieser Stelle. Ich mag ja eigentlich das, wenn es da hell ist, aber irgendwie will ich es dann doch nicht so sichtbar haben. Nee, ich glaube, ich gebe da noch mal ein bisschen Ocker rauf. Hat so eine wilde Mischung hier. Ja, ich habe das Licht aus und es ist wieder ein bisschen heller geworden gerade. Es war so dunkel, aber trotzdem habe ich das Licht ausgemacht, weil ich die Farbe nochmal anders sehen will. Und ja, meistens verändert sich das dann nämlich nochmal, finde ich. Also wie auch immer, bei Licht oder bei Kerzenschein, bei Kaminen knisternd, schöner Musik, schaff dir einfach deinen kleinen Raum und fang an zu malen und genieße einfach deine Mitte, würde ich mal sagen. Das symbolisiert ja auch das Werk, finde ich. Also finde einfach wieder zu dir zurück und mach was. In diesem Sinne, hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss!
Dieses Netz hat für mich eine besonders schöne Bedeutung, denn es hat einmal eine Aufgabe gehabt, etwas festzuhalten. Und ich konnte es nehmen und nicht im Müll schmeißen, sondern es auf die Leinwand bringen. Und das ist nicht vordergründig jetzt Upcycling, sondern es geht darum, den Dingen eine neue Bedeutung zu geben und darüber auch neue Wege zu finden und sich auf etwas Neues einzulassen und dieses Netz in eine neue Form zu bringen. Und dabei wird es jetzt auch starr und fest. Also dieses ganze System Netz ist fest auf der Leinwand, aber es hält nichts mehr. Und ich kann die Farbe rüberfließen lassen und es integriert sich in das Blau, in diesen Ozean der Farben. Und das ist das, was Kunst eben macht und auch was Kunst ist. Es ist einfach eine Sprache, eine Möglichkeit, sich auszudrücken. Also danke fürs Zuhören, danke für dein Like, vielen, vielen Dank für dein Abo und jetzt hab einen ganz schönen Sonntag. Mach's gut, tschüss!